Herr Forster. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen über Klimawandel von einem englischen konservativen Politiker und er meint, der Zug ist nicht dazu da, das Auto zu ersetzen, sondern mehr die Mittelstreckenflüge und Kurzstreckenflüge. Und jetzt wollte ich mal wissen, ob es für Österreich Pläne gibt für ein Hochgeschwindigkeitszugnetz. Also einerseits gibt es bereits ein sehr deutliches, in Entstehung befindliches Hochgeschwindigkeitsband in Österreich, entlang eigentlich unserer stärksten Linie. Wir haben derzeit im Wesentlichen zwischen St. Pölten und auf der anderen Seite Adnang-Buchheim ein deutliches Geschwindigkeitsband momentan mit 200 km/h in vielen Abschnitten. Das wird dann in Kürze oder 2012 auf teilweise 230 km/h erhöht werden. Das ist ja für Österreich durchaus sinnvolle Geschwindigkeit. Wir haben aufgrund der Topografie natürlich gewisse Restriktionen, die ganz automatisch die Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeit einhängen, wann immer wir uns im inneralpinen Bereich befinden. Wir sehen uns mit unserem Bahnangebot mit höheren Geschwindigkeiten durchaus natürlich im Wettbewerb zum Flugzeug. Wenn man also die Destinationen zwischen Wien und München oder ähnliche Destinationen betrachtet, dann ist es ganz klar, dass wir vom Flugzeug verlagern wollen. Nur muss man im Endeffekt sagen, das Wesentliche ist trotzdem, dass wir auch zu einem besseren Model Split im Vergleich zum Pkw kommen, weil dort heute die großen Mengen unterwegs sind. Es ist ganz einfach so, dass das Flugzeug trotz einer Entwicklung in den letzten 20 Jahren im Endeffekt weit, weit hinter dem liegt, was man an Autotransport sozusagen auf der Straße hat. Das heißt, der Hauptkonkurrent ist immer noch das Auto auch für die Bahn in Österreich? Ich würde sagen, weniger die Frage Konkurrent. Wir wollen einfach ein Angebot in die Auslage stellen, womit der Autofahrer, der Individualverkehrskunde, kann ja durchaus Motorrad sein oder andere Dinge wie Bus, aber von uns so attracted wird durch unser Angebot, durch unsere Qualität und auch die Reisezeiten, dass er einfach zu uns hinüberwechselt. Das ist in Österreich prinzipiell möglich, also gerade wenn ich jetzt an die Südbahn denke, weil ich selbst aus der Steiermark bin, was für Vorbedingungen sind da notwendig, damit auch dort etwas passieren könnte? Ich habe mir angeschaut, wenn man sagt jetzt rein theoretisch Graz, Wien und man könnte jetzt Hochgeschwindigkeit fahren annähernd, dann wird es eine Stunde dauern und wir fahren in Wirklichkeit 2 momentan. Also wie viel ist rein theoretisch jetzt möglich und wie schnell könnte das sein? Also was jetzt wirklich genau möglich ist, kann ich nicht einmal auswendig sagen. Ich glaube, entscheidend ist immer die Frage, wo sind welche Substrate unterwegs und wo wird welcher Infrastrukturausbau uns als Bahnunternehmen in den nächsten Jahren angeboten. Es gibt im Prinzip das Projekt mit der Quorum, das im Bau ist, und es gibt ein Zukunftsprojekt Semmering, wo im Endeffekt gibt es eine gut ausgebaute Südbahn im Bereich bis Neunkirchen. Dort fahren wir auch heute mit Geschwindigkeiten bis 160 km/h, was durchaus okay ist für den Bereich, weil oft das Delta zwischen 160, 200 und darüber bei nicht so langen Strecken gar nicht so viel ausmacht. Also unser Ziel muss es natürlich auch sein, und insofern ist es natürlich noch mit einer gewissen Wartefrist, dass wir das zuerst nutzen, wo wir bereits Ausbauten haben, und das ist jetzt sehr stark einmal in erster Linie bei der Westbahn. Ja, kann man das allgemein sagen, was der Unterschied im Kostenpunkt ist zwischen einer jetzt aktuellen Bahn und einer Höhergeschwindigkeitsbahn? Wenn Sie jetzt zum Beispiel unseren Railjet hernehmen, den wir als neues Hochgeschwindigkeitsfahrzeug eingeführt haben, dann reden wir irgendwo von Investitions-Sitzplatzkosten in der Größenordnung die Hälfte von einem Ultra-Hochgeschwindigkeitszug. Das ist in etwa das Verhältnis, wenn man es in Relation setzt mit einem ICE 3 oder einem Velaro. Und das ist sehr klar die Differenz zwischen 200, 230 und 300, 350 km/h. Und wenn man jetzt über die Finanzierung von sowas nachdenkt, müssten die Fahrpreise dann deutlich steigen? Unser Job ist es, und da hilft ja auch wiederum die Hochgeschwindigkeit, ganz einfach zusätzliche Reisende zu bekommen. Und das bedeutet nicht automatisch, dass es für einen Kunden immer teurer wird. Und wenn Sie sich jetzt den Railjet anschauen, dann haben wir jetzt ein neues Fahrzeug auf die Schiene gebracht, und es gibt kein Add-on beim Preis für den Railjet, weil wir erstens einmal sagen wollen, wir wollen die Systemvorteile, die wir als Bahn haben, nicht automatisch mit stark differenzierten Preisen zwischen einem und dem anderen System verwässern, weil wir einfach die Verkehrsdichte, die Vernetzung
als großen Vorteil sehen, wenn man mehr Möglichkeiten hat. Ja, also ist der Ausbau oder des Netzes, eines Höhergeschwindigkeitsnetzes in Österreich, wird der durch die Wirtschaftskrise eigentlich gebremst oder ist das unbeeinflusst? Also das Hochgeschwindigkeitsausbausystem ist ein langfristiges Programm, das im Bereich Infrastruktur vorangetrieben wird. Da gibt es mit Sicherheit weder jetzt kurzfristig noch mittelfristig Änderungen. Aber gerade aufgrund der Wirtschaftskrise hat die Bundesregierung deutliche Zusatzinvestitionen in kleineren Bereichen, im Bahnhofbereich etc. ausgelöst, um einfach arbeitsplatzfördernd mit einzugreifen. Und ich glaube 2011 wird ja bei uns das Bahnnetz privatisiert, ist das richtig? Oder ist es schon privatisiert? Ob dadurch bei der ÖBB vielleicht die Bemühungen in der Hinsicht, bessere Qualität zu liefern, angefackelt werden oder ob das eher zu erwarten ist, dass das einen nach unten nivellierten Effekt haben könnte? Also ganz automatisch natürlich dazu, dass wir als ÖBB alles dran setzen, dass wir noch besser werden, noch bessere Qualität unseren Kunden anbieten, weil wir im Wettbewerb ganz klar die Nase vorn haben werden.